Herzlich willkommen hier bei mir im Studio. Ich bin Heike, Foodbloggerin, Foodfotografin und Autorin und heute zeige ich euch, wie ich in meinem Alltag den Color Reader Easy von Datacolor verwende. Der Color Reader Easy ist ganz einfach anwendbar und bietet tolle Möglichkeiten, kreativ zu arbeiten und sich inspirieren zu lassen. Und wie genau, das werde ich euch heute zeigen. Mit dem Color Reader kann ich ganz einfach mit Hilfe meines Handys oder meines iPads Farbwerte auslesen und mir passende Farbschemen vorschlagen lassen. Auch kann ich damit die Farbwerte bestimmen, die ich messe und zum Beispiel danach Farbe kaufen oder die Farbe wiederfinden in Katalogen wie Schöner Wohnen. Wie das funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Ich verwende den Color Reader ein bisschen anders und zwar möchte ich heute eine Kürbissuppe kochen und dazu werde ich mir ein paar Farbwerte und Farbschemen vorschlagen lassen, in denen ich mein Set gestalten möchte und möchte mich einfach auch davon inspirieren lassen. So. In diesem Fall ist es aber so, dass ein Kürbis, wir alle kennen das, wir kaufen einen Kürbis, der sieht außen schön knackig aus von der Farbe her. Im Inneren wird er aber eine ganz andere Farbe haben und die Kürbissuppe, die am Ende rauskommt, weiß ich aus Erfahrung, hat vom Farbwert eher den inneren als den äußeren. Deswegen werde ich jetzt einmal als Vergleich den Farbton außen messen und den Farbton innen. So, damit fangen wir einmal an. Der Color Reader Easy kann ganz einfach mit dem Handy oder mit dem iPad verwendet werden. Ich benutze heute mein iPad, damit ihr besser sehen könnt, weil der Bildschirm größer ist, was ich genau mache. So, als allererstes aktiviere ich die App und natürlich den Color Reader und dann klicke ich einfach auf Verbinden und zack, verbindet sich der Color Reader mit dem Gerät. Wenn man ihn das erste Mal startet, aber auch öfter zwischendurch, möchte der Color Reader sich einfach einmal kalibrieren. Das geht ganz einfach. Dazu ist es wichtig, dass hier auf der Rückseite die Klappe zu ist und dann kann es losgehen. Jetzt ist der Color Reader fertig kalibriert und jetzt können wir auch schon die erste Messung vornehmen. Das ist ganz einfach. Ich klappe ihn auf, lege ihn auf den Kürbis, drücke den Knopf und schon sagt die App mir, welchen Farbton ich habe. Wenn ich jetzt den passenden auswähle und dann auf Koordiniere Farben drücke, bekomme ich verschiedene Farbschemen angezeigt, die zu meinem Kürbis passen. Jetzt ist es ja so, wie ich eben schon gesagt habe, dass das Innere eine andere Farbe hat wie außen. Deswegen werden wir uns jetzt dieses Farbschema einmal abspeichern, den Kürbis aufschneiden und das Ganze noch einmal machen. 1, 2, 3, 4. I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. Nachdem ich jetzt die Farbwerte von dem Kürbis innen und außen gemessen habe, habe ich 3 Farbpaletten mir abgespeichert. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Ja, die sieht man, die mir sehr gut gefallen und danach möchte ich auch arbeiten. Und zwar habe ich mich dank der Paletten entschieden, zur Kürbissuppe Räucherlachs zu servieren und auch etwas grüne Petersilie. Das passt sehr gut ins Farbschema. Und ich würde sagen, ich koche jetzt mal meine Suppe und wir sehen uns gleich, wenn es soweit ist und ich nach den Farbschemen das Set baue. Dann bis nachher. I didn't see you enter. I didn't hear you knocking at my door. Somehow you found a way to tether. You dropped your anchor down into my soul. Oh, oh, oh. Showed up uninvited. I was caught off guard, I was unexpected. But now I see you, there's nowhere to hide. I'm gonna chase you. Meine Suppe ist nun fertig und ich bin im Set angekommen. Als Hintergrund habe ich ein Grün gewählt, wie wir auch in der Farbpalette gesehen haben.
Beim Aufbau habe ich die ganze Zeit mich an den Paletten orientiert, immer wieder raufgeguckt und mich inspirieren lassen und bin jetzt auf diese Kombination gekommen, die ich vielleicht sonst nicht gewählt hätte. Genau, ein grüner Hintergrund, beige Teller mit der Suppe drin, auf der Suppe der Lachs, dazu noch grüne Petersilie und für die Beige-Töne, die wir auch in der Palette gesehen haben, habe ich dieses Pampasgras und diesen Naturstoff gewählt. Ja, wie das jetzt genau in der Kamera aussehen wird, den Grünton kann man auch noch später etwas anpassen. In der RAW-Bearbeitung werden wir sehen. Ich habe jetzt erstmal auf dem Hintergrund alles einfach draufgelegt und auch einfach die Suppe reingefüllt, ohne die jetzt groß zu stylen. Einfach nur, um zu gucken, passt das so? Ja, das passt. Also werde ich jetzt anfangen und alles genau einrichten, wie ich es gerne haben möchte. Ja, und dann nehme ich euch natürlich heute mit. So, meine Lieben, das war's heute von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet viel lernen über den Datacolor Color Reader Easy. Ja, also ich finde den cool. Ich werde damit auf jeden Fall auch weiterarbeiten. Es erleichtert, es bringt viele Inspirationen. Und wenn ihr euch jetzt auch für einen Color Reader interessiert, dann guckt doch unbedingt auf der Seite von Datacolor vorbei. Es gibt auch noch andere Modelle und Datacolor hat auch viele Farbkalibrierungsgeräte, auf die ich ehrlich gesagt besonders stehe, weil nichts geht über einen kalibrierten Monitor. So, das war's von mir. Vielleicht habt ihr Lust, das Rezept nachzukochen. Das findet ihr auf jeden Fall auf meinem Blog und bis später.